Willkommen zurück bei Running Torchlight. Im letzten Video habt ihr gesehen, wie ich meine MZ TS-250-1 gestartet habe, und zwar das erste Mal seit 35 Jahren. Und in diesem Video zeige ich euch, was ich davor und danach unternommen habe, auf dem Weg, die MZ wieder auf die Straße zu bringen. Zu allen Reparaturen an meinen MZ-Motorrädern konsultiere ich vorher die zur Verfügung stehenden Reparaturhandbücher. Mein Schrauberprojekt wird unterstützt durch Gabors MZ-Laden. In Gabors Online-Shop findet ihr alle Ersatzteile für eure MZ, aber auch für Simson und andere Zweitakt-Klassiker. Schaut einfach mal bei Gabor vorbei und lasst euch eure Ersatzteile bequem und zuverlässig zuschicken. Vorneweg eine Entwarnung. Beim ersten Start gab es noch so ein komisches pfeifendes Geräusch aus dem Raum der Lichtmaschine. Wie sich herausstellte, waren es tatsächlich nur die verschlissenen Kohlen und das Geräusch ließ sich durch Planschleifen dieser einfach beseitigen. Bevor ich den ersten Startversuch unternommen habe, wollte ich erstmal den Motor auf Herz und Nieren überprüfen. Angefangen beim Getriebeöl. Ich war sehr verwundert, es sah beinahe aus wie neu. Als nächstes habe ich mir den Kupplungsraum genauer angeguckt. Ähnlich wie das Öl schon angedeutet hat, war hier alles picobello sauber und in einem sehr guten Zustand. Eigentlich gar kein Handlungsbedarf für mich erkennbar. Die Zahnräder liefen alle sauber und auch der Blick ins Getriebe hat zunächst mal keine Überraschungen hervorgebracht. Nichtsdestotrotz muss die Kupplung runter. Mein nächster Blick gilt der Zylindergarnitur. Dafür muss ich zunächst einmal den Vergaser abbauen. Durch das Ansaugloch sehe ich nun schon das Kolbenhemd. Sieht nicht schlecht aus, aber ich möchte es gerne noch genauer wissen. Deshalb baue ich auch den Auspuff ab und schaue mir den Kolben von der anderen Seite an. Sieht ganz okay aus, aber ich möchte es noch genauer wissen. Deshalb senke ich jetzt den Motor ab und nehme den Zylinderdeckel runter. Der Kolben und die Laufbuchse sehen von hier ganz ordentlich aus. Und nach dem Reinigen kann ich auch erkennen, dass der Kolben auf Nullmaß ist. Nicht schlecht, aber ich möchte es noch genauer wissen. Nach dem Ziehen vom Zylinder habe ich endlich freie Sicht auf den Kolben und auch auf die Kurbelwelle. Und die Kurbelwelle sieht richtig gut aus. Alles ist mit Öl überzogen und ich finde keine Späne. Dagegen zeigt mir nun der Kolben auch seine Schokoladenseite. Links hat das Abgas doch ganz schön vorbeigepfiffen. Das lag an einem verklebten Kolbenring, den habe ich dann später durch Reinigen wieder gangbar gemacht. Auch das obere Nadellager sieht noch super aus und ganz wichtig ist, dass kein Rost dran ist. Das Nadellager habe ich dann fixiert, damit die Laufrichtung beibehalten bleibt.
Auch den Zylinder habe ich mir dann noch genauer angeguckt und gereinigt. Ein kleines bisschen enttäuscht war ich dann zu entdecken, dass das aufgedruckte Baujahr des Zylinders nicht zum Baujahr des Motorrads passt. Dieser Nullmastzylinder ist also nicht der erste Zylinder auf diesem Motorrad. Für die weitere Bearbeitung habe ich den Motor dann doch auf meine Werkbank genommen. Schließlich müssen die 35 Jahre alten Wellendichtringe ja getauscht werden. Ja, natürlich war ich ganz vorsichtig beim Bohren und auch die Spaxschrauben habe ich vorne etwas gekürzt, um nicht das Ölleitblech unter dem Wellendichtring zu beschädigen. Aber wie sonst soll ich die Wellendichtringe hier rausbekommen, ohne brachial mit einem Schraubenzieher rumzufuchteln? Wie ihr seht, geht es auch viel eleganter. Dann war ja da noch das Thema mit der Korrosion an der Lichtmaschine. Und meine Befürchtungen haben sich zumindest teilweise bestätigt, dass ich auch Korrosion an der Kurbelwelle habe. Das habe ich da mit ganz feinem Schmirgelpapier geglättet und nun hoffe ich einfach, dass der neue Wellendichtring damit zurechtkommt. Die linke Motorseite habe ich mir dann auch genau angeguckt, aber nichts Auffälliges gefunden und habe dann einfach den Wellendichtring getauscht. Übrigens, wenn euch dieses Video sehr gut gefällt, schaut unbedingt auf meinem Kanal vorbei, Running Torchlight. Dort habe ich noch viele andere Videos über MZ. Und gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und lasst mir am besten noch ein Abo da. Ein paar Gummiteile mussten auch noch getauscht werden. Nach 35 Jahren waren sie spröde und rissig geworden. Zum Glück habe ich von Gabor dafür den richtigen Ersatz bekommen. Auch die Kettenschläuche passen super und entsprechen sehr genau dem Original. Auf die verrostete Lichtmaschine muss ich natürlich auch nochmal zurückkommen, denn die habe ich natürlich gegen eine intakte Lichtmaschine ausgetauscht. Auch der Rest der Verkabelung musste von mir wieder auf Vordermann gebracht werden. Ich komme als nächstes zum Tank. Nach dem Ablassen des alten Spritz konnte ich einiges an Rostchips herausschütteln. Zeit für eine grobe Reinigung. Und am nächsten Tag hatte ich tatsächlich Muskelkater davon. Nach dieser Grobreinigung war der Tank zwar nicht rostfrei, aber doch wieder brauchbar. Vielleicht werde ich im Frühjahr noch eine zweite Reinigung machen. Den Vergaser habe ich mir zum ersten Mal angeguckt, bevor ich den Startversuch gemacht habe. Und ich war total verblüfft. Er war komplett sauber, ich musste gar nichts reinigen. Da das Motorrad beim ersten Start noch nicht so ganz sauber lief, habe ich den Vergaser also nochmal hervorgezogen, um ihn mir genauer anzuschauen. Darum schraube ich jetzt die Hauptdüse, die Leerlaufdüse und das Nachfüllventil heraus. Man muss dabei mit einem exakt passenden Schraubenzieher arbeiten, weil man sonst leicht die empfindlichen Düsen beschädigt und so später nicht mehr gut rein und rausgeschraubt bekommt. Die aufgeschriebenen Nominalwerte der Düse passen zur Originalbestückung. Um ganz sicher zu gehen, ziehe ich jetzt noch meine Düsenleere hervor und schaue,
ob die Durchgangslöcher auch wirklich das richtige Maß haben. Nur um sicher zu gehen. Das Zulaufventil prüfe ich mit dem Mund auf Dichtigkeit. Auch auf Dichtigkeit prüfe ich den Schwimmer. Ich lasse ihn für einen Tag im Benzinbad schwimmen und schaue danach, dass auch ja kein Benzin in die Schwimmkörper hineingeflossen ist. Zu guter Letzt prüfe ich noch den Schwimmerstand. Das heißt, einmal das Maß im eingeklappten Zustand und ausgeklappten Zustand messen und bei Bedarf an den Zungen etwas nachbiegen. Meine MZ nimmt also mehr und mehr wieder Gestalt an und ich bereite mich auf die Wiederzulassung vor und der damit verbundenen Sicherheitsabnahme. Essentiell dafür ist, dass ich nicht mit 35 Jahre alten Reifen vorfahre. Aber das ist zum Glück schnell gelöst. Bei der Gelegenheit wechsle ich auch die Radlager und überprüfe auch den Hinterradantrieb. Auch hier ist ein Lager verbaut. Könnt ihr den Unterschied hören? Ich würde sagen, sobald der Frühling anfängt, bin ich bereit für die Zulassung und für die erste richtige Ausfahrt. Ihr könnt dabei sein. Bis bald!